Viele von jullie denken dort, wanneer je bevrienden, een frisse familie na vrienden, hoe vreemd dat weer voor vele van jullie. Die dagen die kennen die ongevriede familie, die schwerouderen, die schwerwas en zo wieder. Waar eenmaal je in de poort van de familie weer, die weer een wasse dingen zeer vreemd. En dat is wegen, jede familie heeft wasse dingen wat zij aannemen dan, zo hebben we dat. Jede familie heeft dingen wat zij weten nemen. Jede familie heeft dingen wat zij veel weten rekenen. En zo is het ook met gemeenten, en zo is het ook met kerken, en zo is het ook met mensen. En wie is het natuurlijk, we willen weer de nächste maand of zo, wel we doorgaan, wat zijn onze weten? Wat is ons hintergrond? Dus een familie, een geloofsfamilie, wer zijn we? Want ik wil je vragen, wie würden, dus dier aan church, wie würden ons talen, dus een Mennonitische kerk? Maar wanneer ik wil je vragen, wat is een Mennonit, wil je mij gerne een klare antwoord geven. Wat is een Mennonit? Hij moet even gedacht, wat is een Mennonit? Want we denken aan Mennonit, we denken aan zo'n wat plottisch reden. Dat is dat alles wat een Mennonit is. Ik glaube, dat is wichtig dat we vielleicht scheiden doen, wer een Mennonit is en wat een Mennonit geloven deed. So, we willen van deel met zijn en Pastor Jake Ants van de EMC kwam laatste zondag en deinde ons met een boodschap de hintergrond, de history van Mennonieten. We willen van deel met zijn wat leven Mennonieten, nou dat is een klein beetje een grondlijn van wat Mennonieten geloven. En dan willen we zijn ook poort van de non-gevriede geloven, wat we ook zijn. En dat is in Engels zeggen we Evangelische, of in Plottisch Evangelische. En we zijn bij dat we Anabaptist zijn en ook dat we Evangelische zijn. En we passen deze twee taub. We zijn in een weg taubgevriede familie. En wij zijn we Anabaptist en wij zijn we Evangelicals. En we een klein beetje een grondlijn van het verständnis dat we kunnen verstaan waarom zijn we zoals we zijn. Wenn die weten wat we als mensen hebben, we weten vielleicht nicht mehr, was die Werte sind. Die kommen ruhig an, wo wir Dinge tun. Und so ist es auch mit uns in der Kirche, dass wir können verstehen, warum wir Dinge so wie tun. So, das ist auch sein, dass sind wir eine Mennonitische Kirche oder sind wir eine Anabaptische Kirche? Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden? Ich glaube, kurz gesagt, wenn wir reden von Glauben, der Anabaptist ist, dort ist der Sort Glauben, was wir sind, und Mennonit ist Port von der Anabaptist Glauben. Das sind Orte, was wir würden sagen, sind auch Anabaptist, das ist der Hutterite, das sind Brethren, Bruderschaft und der Amish. Das sind Port von der Anabaptist. Und dann sind es so, was verhalten nicht Deutsch sind, was der Anabaptist Glauben haben. Und ein Beispiel von so einer sind die Liebkirchen in Bolivien. Das sind spanische Kirchen, sind keine deutsche Menschen, manches, wie würden sein, aber sie haben einen Anabaptist Glauben hier. Ein Mennonit ist aber auch ein Volk-Menschen. Wir würden sagen, wir sind Deutsche oder wir sind Mennoniten. Und wir sind eine Gruppe Menschen, die ein paar tragen, die willst wie Anabaptist werden, und über die Zeit, wenn wir ein paar getragen sind wir in Sorten Menschen geworden, so zu sein. Und wenn wir von Mennoniten reden, dann, so in Sorten Menschen, wir reden von so einer, wer Deutsch sind, die in Russland haben gewohnt, die in Kanada sind getragen, und dann von Kanada alle wegen haben getragen. In Paraguay, in Bolivien, in Mexiko und so weiter. Aber es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, bitte, wer wie es eine Gruppe Menschen sind, so ein Volk Menschen, Deutsche sind, was glauben Anabaptisten? So, was tun Anabaptisten ist wichtig. Wir wollen Lothar sein, ein paar Botschaften und das alle
erklären, was das meint. Aber es sind 5 Dinge besonders, was Anabaptistes, was Wieeten sind. Das erste ist, dass wir tun das, die Bibel, das ist der Grund für alle unsere Lehre. Wenn die Anabaptisten abtreten von der katholischen Kirche, sie sehen damit, dass wir wollen uns bloß an der Bibel hängen, nicht dort, wo die Kirche lehrt, büter der Bibel. Bloß an der Bibel. Noch ein Ding, was Anabaptisten wird haben, ist dort, wir wollen Jesus nachfolgen, in Glauben und auch in Wirken. Und dann hat erklärt, was wir meinen mit Wirken. Aber das ist nicht genug zum sein, wie Glauben. Wir müssen den Glauben ausleben. Das ist eine Lehre, die die Mennoniten haben angenommen, wenn wir Anabaptisten sind. Nachher wird, was die Anabaptisten haben, dort wir müssen Port sein von der Kirche. Wenn wir ein Christ sind, müssen wir Port sein von Jesus Christus, den ihr meint, die Kirche. Und so Port von den Christen meint dort, wir sind Port von der Kirche. Nachher wird, was wir haben, ist, wir wollen Gottes Recht ausleben. Und Jesus ist uns scheinig. Jeder Recht hat ein scheinig. Der Gottes Recht, Jesus Christus ist der scheinig. Und was Jesus Christus sagt, ist dort, was wir wollen ausleben. Und dann nachher ist, wenn durch 2 Rechten sind, Gottes Recht und der Recht von der Welt, wir sollen uns Support sagen von der Weltrecht und leben für die Gottes Recht. Und so das sind, wir wollen das kort gesagt, was Mennoniten zu glauben. Wir wollen Leute ein paar Mal Botschaften sein, was das ist. So das ist ein kleiner, karter Grund, und ich weiß, Pastor Jake, wie hier letzte Sonntag, und er redet viel mehr und viel tiefer von dort. Wir werden aber sein, wir werden von der ein klein reden von der Ungefriede, die Evangelical Part von wer wir es nicht gemeint sind. Und dort ist, was wir würden Evangelische Wieeten nennen. So das ist der Thema von meiner Botschaft von dir. So wenn wir sein Evangelical, ich wollte das von der Brücken bringen, ich glaube, wie wir hier hören, wie sind mehr bekommt man dort wird. Was meint dort, dass wir Evangelical sind? Dort meint, dass wir haben die Evangelium hekas irgendwas anderes. Evangelical, das kommt von der griechischen Wort Evangelia, das ist dasselbe Wort Evangelium. Das ist von wo das kommen wird. Und dort meint, dass erst der Gott Nachricht, dass Jesus Christus ist gekommen, uns zu raten. Das ist eine gute Nachricht. Und alles, was wir sind und alles, was wir tun, ist, dass wir das Evangelium annehmen und wir wollen das Evangelium mitteilen. So, ist die Mennoniten einen Hintergrund haben, eine History haben. Die Evangelicals haben auch einen Hintergrund. Und ich will ein klein bisschen sagen, was der Hintergrund ist. So ist die Anabaptist und so ist die Mennoniten. Die Evangelicals haben einen Anfang in der Reformation. Das fängt mit Martin Luther an. Aber sie stammen von einer klein bisschen anderen Familie. Mennoniten kommen von Mino Siemens und er stammt von der katholischen Kirche. Evangelicals in Deutschland, die stammen von den Lutherans oder die wird von Martin Luther seine Kirche angefangen. In Englisch sagen wir, das sind die Pietists. Da werden sie noch so denken, dass es nicht genug bloß glauben, dass wir Rat sind, weil Gott gnädig ist und wir dort angenommen haben und glauben, wir müssen dort ausleben. Dort ist, wo das Wort Pietist von kommen wird. Und dann in England wird dort John Wesley und George Whitefield eine Erweckung anleiten in den 1700s. Und das ist wirklich, wo diese Gemeinde oder diese Weich wird die Bibel studieren und verstehen, anfangen deuten. Wir würden sagen, ein Anfang wie in den 1700s. Und dann in den States wird in derselben Zeit, während der Predigers von England, nach den States kommen deuten, und sie brauchen Ofenkirchen. Und sie führen dran und sie predigen ein ganz simples Evangelium.
En dort wir det. Wir sind alle Sünder. Wir sind Sünder und wir können uns selbst nicht raten. Und hier kommt der Evangelium, die Gott nur recht. Aber Gott hat einen Rader geschickt, und wenn wir den Rader annehmen, dann wird Gott uns raten, und wir können dort weiten, dort wir reich stehen mit Gott. So, von England, sie kamen nicht von der katholischen Kirche, sie kamen von der englischen Kirche. Dort wird die Gemeinde, dort wird Englisch so gemeint, von wo sie kamen. Und John Wesley, die Kirchen wird kommen von seiner Lehre und seiner Dienst, dort sind die Wesleyan oder die Methodist Churches. So, wenn ihr dort ein bisschen wer sie sind. Und Luther, die Pentecostals, dort sind von den Wesleyan gekommen. So, ihr kann klar sein, von wo die Evangelicals kommen, die wird in England sein. In den States kamen die Missions von den Presbyterians. Und von hier wir die Baptists, dort ist von wo die stammen. Und dann vor 200 Jahren, die Evangelicals oder die Evangelische Wieeten, Kirchen, sie teilen dort müsstet wird, dort sie würden rübergehen, und so sehr sie können, Jesus Christus, der klare, simple Evangelium mitteilen. So dass Menschen können sich bekehren und das ewige Leben haben. Und dann in den 1930 Jahren, wieder war wo das Evangelical Movement sozusagen war abfraschen. Und hier wird in Englisch auch gebraucht, und das Fundamentalism. Und was diese Gruppe lehrt, und entweder dort sei ein Stich, wo möchte Kirchen in den States und in Kanada weggingen, auffallen von der Bibel ernst nehmen. Sie wären, da wird liberal, da wären so ein Wort lehren, dort wie kann wirklich Gott sein wird, nicht ganz vertrauen, wenn das ein Fehler in Gott sein wird. Und dann wären das einer, die nennen sich die Fundamentalisten, sie wollen zurückgehen nach den Anfang, und dort der Gottes wird ohne Fehler wir, und dort Gott sein wird allein, kann der Grund sein für unsere Lehre. Das wir müssen in der Stadt, wo das anfangen werden, und wir würden gerne sagen, sie wären sehr konservativ in vielen Wegen. Billy Sunday, wie ein von der größten Prediger in dieser Zeit, wird predigen deit. Und diese Gruppe, die würden auch sehr jungen, besser sind predigen, wenn sie dort hochheben, dass wir sollen herrlich leben. Sie lehren sehr streng, jungen, sinnlos, Alkohol trinken, schmecken, tanzen, Movies fahren und was Dinge so dort. Und sehr viele von denen würden auch sagen, dass wenn sie Englisch wären, sie können bloß die King James Bibel lesen. Aber mit der Zeit, die Fundamentalisten und auch die würden sich nicht mit den Fundamentalisten mitgeteilt haben, bis hier wenige Evangelicals, sie kamen auch dicht dabei und sie fangen noch weiter in der klare Evangelium zu predigen. Von hier sei wie Predigers das Billy Graham. Und ich glaube, viele von euch kennen, wer Billy Graham ist. Und was Billy Graham tut, ist, er hat mir geglaubt, wir würden das sagen, dass er ein Ovenkirchen, und er predigt eine sehr klare Evangelium. Und eine Million Menschen haben sich bekehrt durch seine Dienst. Und von der und da, welche Menschen sein, oder die Worte studieren, da und die sagen, über 600 Millionen sind, was sich würden Evangelische oder Evangelicals teilen. Das ist ein klein bisschen Hintergrund. Ich will noch viel mehr kann sein von dort, aber die sind gekommen von der Predigt, nicht bis in History Lesson. So, was sind die Wieeten von der Evangelische oder die Evangelicals? Sind, ich glaube, 7, was sehr wichtig sind. Der erste ist, dort, wann der Evangelium wird gepredigt, dort wird der Kreuz von der Jesus wird hochgehoben. Was ich damit meine, ist, in Englisch sagen sie, das cross-centric.
Wann de Evangelium predigen doen, wat ze damit sein doen, als Jesus Christus als für deine Sünden gestorben. Und wenn wir dort annehmen doen, dass Jesus als in uns Platz gestorben, dann wird Gott uns vergeben und wir wollen gerat sein. In 1. Korinther Kapitel 2, der 2. Vers, sagt es dit. Ich hielt mich manch jüngst dafür, dass ich selbst nicht wist, als Jesus Christus den gekreuzigten. Nach ein Ding, was der Evangelische, was sie sich in Wieeten haben, ist, dass sie dann sei lernen, dass wir uns alle persönlich bekehren. Und das ist ein Ding, was die wollen, wenn die uns statt haben, mich hier, die wollen hier, und das ist ein Ding, was ich wirklich so ausdrücken darf. In Markus Kapitel 1, 14 und 15 sagt es das. Und als Johannes erst festgenommen wird, kam Jesus nach Galiläa und predigt das Evangelium von Gottes Reich. Was predigt Jesus Christus? In der 15. Vers sagt er, der Zeit ist gekommen und der Reich Gottes ist hier. Was verlangt der Reich Gottes? Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist, was bekehren ist. Wir kehren um, wir drehen von unserer Sinn und wir drehen nur Jesus und wir nehmen Jesus an, das uns heilt. Und so, uns fehlt es, wenn wir sind alle an Sinn angeboren. Noch ein Ding, was der Evangelische sehr lernen, ist, dass wir müssen wahre geboren sein. In Johannes Kapitel 3, der 3. Vers sagt es das. Jesus sagt zu ihm, ich sei die Wort hat. Wer nicht noch einmal geboren ist, kann Gott sein Reich nicht sein. So wir müssen alle wahre geboren sein. Und wo wurden wir wahre geboren? Die Bibel lehrt uns, dass wenn wir uns bekehren, wir nehmen Jesus an im Glauben, Gott nimmt uns alle Natur raus und sagt in nie Natur nähren, und dort nie Natur nähren sagen, dort ist, was die Bibel wahre Geburt nennt. Nein, erst dort, sie teilen die Schrift, das ist der Grund für alle Predigt. Und die Zweiten, wir würden sagen, sind Evangelicals, sind so ein Wort, wo die Predigt, das möchtet wird erst. Wenn es erst Gottes wird, was uns Grund ist. Nicht uns Hintergrund, nicht uns History, nicht uns Tradition, bloß Gottes wird. So, wann das Wort gepredigt, Gottes wird gepredigt. In 2. Timotheus Kapitel 4, der 2. Vers sagt es das. Predigt dort wird, ob der Zeit reich ist oder nicht. Vom Mond an Drev, aber blieb dabei geduldig. Sprech an Motto, dort sei du dir was lernen. So was soll ich das in Predigt lernen? Das wird. Ich soll das Wort predigen. Und dann heint es, dass wir sollen das Evangelium spreiden über die ganze Welt. Matthäus Kapitel 28, 19 bis 20 sagt es das. Dann go nu naar dat volkje van dat Welt en merk aan te leer Jünger en duip aan in dem Namen von den Vater, dem Sohn en den Heiligen Geist. Leer aan alles te doen, wat ik junt bevallen heb, en verloot junt erop, ik sie allemaal met junt, bij junt, bij dem Eng van de Welt. So, dort wat Gott an uns gedaan heeft, Evangelicals würden sagen, dort müssen wir Jesus Christus in der Welt nachfolgen. Wir müssen dort mitteilen mit der ganzen Welt, sodass die ganze Welt kann zum Glauben kommen und auch ein Leben haben. Noch ein Ding, was sie über die Jahre haben, viel wird geregnet als eine Erwartung. Du sind Zeiten, wo wir als Christen, wir würden gerne sagen, unseren Glauben wird fläv, unseren Glauben ran kalt. Wir fallen auf. Jo, wir glauben in Gott. Jo, wir glauben in Jesus Christus. Aber unser Wandel fällt auf. Und über die Jahre, die Evangelische sind die, was haben gepredigt, wir sollen eine Erwartung haben. Wir sollen uns glauben und abwarten. Gott wird uns schaffen, dass wir uns weiter abfressen können in Glauben. Und dann für viele Evangelicals, sie lernen, dass einer mit Port sein, von was angehen der in das Land. Und wir haben eine Abgabe lernen Evangelicals, dass wir Port sind von allen
plaatsen in onze Kultur, dat wir können onze ganze Kultur naar Jesus drehen. So wat haben die Evangelicals und die Anabaptists, wat sie taub bleiben doen? Es sind ein paar Dinge, wo bis sich durchgehen. Das erste ist, was wir sein, das überein sind, ist, dass wir sein Bad, Mennoniten und Evangelicals, dass die Bibel ist unseren Grund für unsere Lehre. Das ist nicht eine Menschenlehre, das ist nicht eine Gemeindenlehre, das ist bloß die Bibel, was uns lehren wird. Und wir würden auch an den Grundlehren von dem Glauben auch alle stemmen. Und dort ist, dass Gott ist in Dreieinigkeit. Wir würden auch glauben, dass die Bibel ist von Gott gegeben, ohne Fehler, und der Grund für unsere Lehre. Wir würden glauben, dass Jesus erst gekommen ist, ein Mensch, und er ist ein ganzer Mensch, ein ganzer Gott. Wir würden glauben, dass Jesus und Jesus allein ist der Retter für die ganze Welt. Du hast keine Rettung, bitte Jesus Christus. Wir würden auch glauben, dass Jesus wird zurückkommen, am Endzeit, dass er wird alle die nehmen, wird arm angehören, dass sie in Ewigkeit leben können. Wir glauben, dass es bloß durch Glauben, dass wir errat wurden, aber wir glauben auch, dass der Glauben den Mensch ändern wird. Und wir glauben auch, dass wir sollen der Gott zurück, was wir hier Port von sein, ausleben in dieser Welt. So was sind dann verschiedene Unterscheiden zwischen Anabaptist und der Evangelische oder die Evangelicals. Das sind verschiedene Unterscheiden. Und hier kann wir ein klein bisschen verstehen, welches ist eine Kirche, wir sind Port von der EMMC. Was meint das? Wir sind Evangelical Mennonite Mission Conference. So die ersten zwei Werte sind Evangelical und Mennoniten. So, wenn wir die taubgefriede Familien, was wir lernen, was von den Wierten wie das viel Wert reagieren. Das ist ein kleiner Unterschied zwischen, wo Anabaptist und der Evangelische die Bibel verstehen oder wo die lesen, soll ich lieber sein. Mennoniten oder Anabaptist würden sein, der Wert von Jesus Christus sind der wichtigste. Wenn Jesus wird sein wird, die ewige Bibel lehrt uns, wo wir sollen Jesus seine Wert verstehen. Weil wir sollen uns erstens an Jesus seine Wert halten. Wenn Jesus sagt, wir sollen unser Feind leben, dort meint Krieg dort. Und der andere Wert, was in der Bibel geschrieben ist, dort helpt uns verstehen, wo wir dort sollen tun. Aber wir haben Jesus seine Wert, als alle anderen. Evangelicals, die würden Paulus und andere tun als Apostel. Das ist nicht, dass sie Jesus nicht glauben, aber sie würden sein, die ganze Bibel wird immer rein verstehen. Du hast ein kleiner Unterschied zwischen was die Evangelicals und Anabaptists uitdrecken tun wegen der Radung. Das ist nicht, dass sie jenen einen schaffen, die drecken bis gewisse Dinge da aus. Anabaptists über die Jahre haben den ganzen Wandel hochgehoben. Was ich damit meine, ist, Glauben ist nicht bloß so, was wie den Anfang fehlt, dass wir uns bekehren tun, uns fehlt ein Glauben, das ganze Leben durch. In über die Jahren, die Evangelicals haben alle gelehrt, wir sollen uns bekehren. Und dort hängt sich alle an der Bekehrung. Und Mennoniten haben alle, wir wollen gerat durch die Bekehrung, ja, aber wir bleiben gerat, weil wir glauben. Und da ist auch ein kleiner Unterschied zwischen, wo wir in Glauben sein sollen. Viele Evangelicals lehren dort in Glauben und Glauben allein als genug. Und Anabaptists über die Jahre sagen, nee, in Glauben muss bewiesen, dass du in Glauben erst muss wirken. Das ist nicht der Wirken, was ein Mensch raten wird, aber der Wirken wiesen, dass der Glauben ernst ist. In Jakobus Kapitel 2, der 18. Vers sagt es das. Aber einer worden sein, du hast Glauben und ich habe Wirken. Willst wie deine Wirken, wies mir deine Wirken ohne, den Glauben ohne Wirken, ich werde die mein Glauben wiesen durch meine Wirken. So Mennoniten, wenn sie Anabaptisten sind, würden lehren, dass
wir müssen uns Glauben wiesen, mit wo wir in Wandel haben. Aber ich glaube, der größte Unterschied zwischen Evangelicals und Anabaptists ist nicht an wo wir glauben, wie geraten worden, das ist an wo wir glauben, wie sie ein Port sind von uns Kultur. Mennoniten würden lernen, dass der Gottesreich und der Reich von der Welt, die sind ganz verschieden. Die zwei, die kann nicht mixen. Wenn wir Port sind von der Gottesreich, dort meint wir kann nicht Port sein von der Reich von der Welt. So wir machen uns Port sagen, und so über die Jahre haben Mennoniten gesagt, wir können nicht, und sie brauchen Bibelforschung dazu, dass wir können nicht Port sein von Krieg. Mennoniten sollen nicht, Christen sollen nicht Port sein von der Polizei. Sie sollen nicht mit der Regierung dienen und so weiter. Wenn sie Port von dort sind, sie sind Port von der Reich, was die Welt ist. Aber die Evangelicals würden da lernen, Gott hat uns geraubt, wie sie ein Port sind von alles. Und wie kann dann sein, wo das verschieden ist? Ich glaube, da ist keine Zeit, wo das Dollar ging zu sein, wer ein Anabaptist wäre und wer ein Evangelical wäre, ist, wann wir diese Pandemie hatten. Wir sind nicht genug Zeit von dann, wir können betreten sein, wo Menschen Dinge deuten. Ein Anabaptist wird sein, dort ist der Weltreich. Sie können die Gesetze anstellen, die sie wollen. Aber wir als Anabaptisten, wir wollen treu bleiben zu Jesus. Wir wollen uns nicht darauf merken, was die Welt tut. Wir wollen für uns das Leben anstellen, was wir glauben, Gott ist. Sie würden sich nicht Port merken von Protest oder irgendwas, wenn sie Sachen dort nicht sich neidig. Evangelicals, die würden da sein, wir müssen Leute sein, wir müssen Leute weiten, was recht und artig ist. Und mit dort brauchen wir uns Kultur zu stehren, dort von Gott ist. Und es kann sein, wie kann sein, weil beides wird haben, aber dort ist der Unterschied, was zu sein ist. Noch ein großer Unterschied zwischen Anabaptists und Evangelicals ist dort, Anabaptists leben dort uns Wort geraubt und uns Wort gesagt von Jesus, dort wir sollen in keine Weise Gewalt brauchen, gegen eine Person. In Englisch würde wir sagen Violence. Und das ist wegen, Mennoniten glauben dort, wenn Jesus sagt, wir sollen unser Back drehen, wenn uns Wort geschlagen, er meint dort. Wenn Jesus sagt, wir sollen Leib haben für uns Feind, er meint dort, krieg's so. Und die Evangelicals würden sagen, das ist nicht so simpel. Das sind Zeiten, wo wir müssen Port sein von Krieg. Wir müssen gegen Übel sein und wir können Gewalt brauchen gegen. Und das ist ein großer Unterschied. Ich will von der ein klein bisschen schließen und sagen, wo können wir sein, wo wir Mennoniten sind, und wo können wir sein, wo die Evangelicals einen Einfluss haben gehabt an uns. Wo wir von der und da predigen, ist sehr ein großer Port, wo die Evangelicals predigen tun. In den 30 Jahren, in den 4 Jahren, besonders wenn wir nach der Rüden weiter werden, die werden viele Ofenkerken in Manitoba und Saskatchewan, wo die Prediger kommen und sie predigen. Und die wollen dort vielleicht weiten, dass jeder Sonntag merke ich mir eine ganz frische Botschaft rein. Das ist eine Botschaft, die ich in Gott sein Wort studieren darf, und ich stelle mich taub, dass ich die Bibel kann ausleihen. Jedes Mal ist das eine frische Botschaft, die ich rein merken darf. Und das hat den Hintergrund von dem Evangelical Movement. Mennoniten haben über die Jahre Botschaften wiedergeregt, die mal Jahrenträger sind geschrieben, und die wurden wiedergebracht und wurden weiter gepredigt in den Kirchen. So, wo wir hier Botschaften bringen, dann, ist ein großer Part, wegen wir Evangelical sind. Und ich denke, wo wir unser Gottesdienst tun und wo wir uitreiken tun in unserer Kultur haben, ein großer Part tun mit, wo ein großer Influence die
der Revival Movement in den 70 Jahren an unsere Gemeinde hat. Wie viele von Ihnen denken dort noch, wann Lou und Ralph Soteria hier wären? Denkt ihr dort noch? Haben Sie mal von ihnen gehört? Sie wären ich kann das nicht mehr sagen. Sie wären Evangelisten, die Raum führen und Gottes Wort predigen und viele Menschen bekehren sich. Und diese Overtuigen, das ist ein großer Part von der Evangelical Movement. Nach ich denke, wir würden lernen, was sie stemmen würden, und wir würden das sie ausdrücken. Und dort erst, dass wir können dort weiten, dass wir gerat sind. Wir glauben, und das ist ein Ding, was die Evangelicals auch ausdrücken deuten, dort wir sollen dort weiten. Das ist nicht, was wir dort weiten können. Wir sollen dort weiten, dass wir gerat sind. 1. Johannes Kapitel 5, 12 und 13 lehrt uns, wer Christus hat ewig Leben. Wer Christus nicht hat nicht ewig Leben. Dort hat er uns geschrieben, sodass wir dort weiten können, dort wir dort ewig Leben haben. So, das ist eine Lehre, was die Evangelicals auch ausdrücken, was wir auch tun. Wenn wir weiten, wo wir mit Gott stehen, dann können wir weiten, dass wir Frieden im Leben haben. Nach einer Influence, was wir von den Evangelicals kriegen, ist, dass wir sind alle interessiert an studieren, was in der Welt passiert. Und Mennoniten über die Jahre haben sehr wenig gelehrt. Wir glauben bloß, Jesus wird zurückkommen. Aber die Zeit, wo er zurückkommt, wir sollen uns anstellen, wir sollen für Jesus leben, wir sollen uns nicht zu Druck merken mit alles. Und das ist ein Ding, wo wir vielleicht ein bisschen alle Evangelical sind. Ich glaube, ein von den größten Dingen, was hier rausgekommen ist dort, wir sind sehr bedeutet, dass die ganze Welt, was Jesus Christus lernen kann. Weet je dort, das ist eine Tag, wir geben über 100.000 Dollar das Jahr. Das ist eine Tag. Für welche Missionaren wir über die ganze Welt fahren und die Evangelie mitteilen. Sehr viel Geld, was wir geben, wir schicken Missionaren raus. Wir haben Menschen in Ukraine, Bolivien, andere Städten, und sie tun die Evangelie mitteilen. So dort, Gott kann über die ganze Welt Menschen rauben zu sich selbst, dass Menschen dort ewig Leben haben. Wegen wir glauben ganz ernst, wenn die Personen ihre Sünden sterben, wenn sie nicht Jesus angenommen haben, sie gehen ewig verloren. Und das muss wir ernst nehmen. Und das ist ein Ding, was für mich sehr wichtig ist. Wir können nicht, wenn wir auch Mennoniten Volk sind, wir wollen Klimat lernen, wieder lernen in morgen Botschaften. Wir haben für viel zu viele Jahre, bis Jesus für uns selbst gehalten. Uns ist doch gut, ja, wir sind gerat. Und wir kommen taub und wir unterstützen uns selbst und das ist alles gut. Aber Tag, wer Jesus Christus nicht hat, der wird ewig verloren. Und wenn wir wirklich in der Life Gottes haben, wir wollen tun, was wir können, der Evangelie mitzuteilen, dass keiner verloren darf gehen. So, aber dort will ich uns treffen, ich glaube, von der habe ich sehr viel geredet. Es kann sein, viele von Ihnen haben Trouble gehabt, mit zu merken, was ich hier sage. Ich weiß, das ist eine große Lehre. Aber ich will schließen mit das. Ich glaube, wenn wir von Hintergrund reden, dann, wir sind Anabaptist oder vielleicht wir würden sagen, ja, wir sind der Port Evangelical. Aber wenn wir nicht alle halten an uns Familiennamen, ist was wir an Jesus Christus halten. Die Bibel lehrt uns, wir sollen bleiben wie dort, wo uns gelehrt ist. Und was haben wir gelehrt? Dort ist kein Rader bei Jesus Christus. Wir sollen Jesus Christus annehmen, das ist unser Rader. Und der Lehre ist, dass wir sollen für Jesus Christus leben. Und das bedeutet nicht, was von der Lehre ist, wenn das eine alte Lehre ist. Wenn die Lehre nicht stimmen mit das, dann ist das nicht eine Lehre, was wird erst zum Halten. So, wenn wir uns an Jesus halten,
Das ist wichtig, dass wir verstehen, von wo wir kommen und was unsere Familie Wieeten sind. Aber wir niemals vergessen, dass wir sind erstens Jesus Christus nur Feuer. Er ist uns Radar, er ist uns Herr, er ist uns Erleiser. Das ist nicht die Gemeinde, was uns raten wird. Das ist nicht Menschen, was uns raten wird. Und Prediger kann uns nicht raten. Bloß Jesus Christus ist uns König und uns Herr. Wir schließen mit dem Gebet. Lieber himmlischer Vater, wir sind dankbar von dir für uns Hintergrund. Wir sind Anabaptist oder Mennoniten, wir sind auch Evangelical. Und ich kann sein, wo in vielen Wegen wir proben uns Beste, um dort treu zu sein, was du in der Bibel gegeben hast. Aber Gott lässt uns niemals vergessen, wer uns Herr ist, wer uns König ist. Gott, von dir war er, weil wir es nicht beten. Wir wollen ein Verlangen haben. Und wir wollen die von dir freuen, Gott. Bruch uns. Dann deine Evangelium über die ganze Welt verspreiten. Am Anfang hier in Leamington, in Ontario, und dann über die ganze Welt. Wir beten alle das in Jesu Namen. Amen.